Kritikfähigkeit. Okay, was hat das jetzt mit christlicher Lebenskunst zu tun? Ganz schön viel. Kritik ist ja eine ganz wichtige Komponente unseres Zusammenlebens mit anderen. Und wie wir damit umgehen, das trägt wesentlich zum Glück oder Unglück von unserer Umgebung bei, aber nicht zuletzt auch natürlich von uns selber. Der gute Umgang mit Kritik, ob ich jetzt Empfänger bin oder halt auch Sender, hat was mit innerer Freiheit zu tun. Und um uns diese Gnade der inneren Freiheit zu schenken, ist Jesus den Kreuzweg für uns gegangen. Für uns in Schönstadt ist Freiheit ein ganz zentraler Begriff. Schon im ersten Vortrag unserer Gründungsgeschichte, bereits im Jahr 1912, fasste unser Gründer Pater Kentenich das Ziel der späteren Gründung zusammen mit den Worten: Unter dem Schutz Mariens wollen wir lernen, uns selbst zu erziehen zu festen, freien Charakteren. Ja, es geht um die Formung und Stärkung der christlichen Persönlichkeit und um die Gestaltung tragfähiger Beziehungen. Und ehrlich gesagt, Kritik kann in dem Zusammenhang zum Wachstum beitragen oder sie kann auch zerstören. Und falls ihr euch fragt, was wir hier machen, wir machen Osterlämmer aus Filz. Oder wir versuchen es wenigstens. Von der Sache hast du keine Ahnung. Du siehst schlecht aus. Was bist du langsam? Musst du eigentlich immer recht haben? Ich dachte, du hast eine Ausbildung in dem Bereich. Wieso klappt das eigentlich nicht? Aua, wer kennt das denn nicht? Ob bei der Arbeit vom Chef oder Kollegen oder Kolleginnen, in einer Partnerschaft unter Geschwistern oder im Freundeskreis. Es gibt ja immer wieder diese Momente, in denen wir mit Kritik konfrontiert werden. Und wie wir damit umgehen, das hat einen großen Einfluss auf unsere Beziehungen zu den anderen und auch zu uns selber. Es gibt bei den meisten Menschen ein bestimmtes Muster in der Reaktion auf Kritik. Erstens, ich stutze und bin irritiert. Zweitens, ich fühle mich angegriffen. Drittens, ich fühle mich verunsichert. Und dann kann ich in Kampfmodus gehen und ich reagiere aggressiv, verteidige mich, mache den anderen nieder. Oder aber ich ziehe mich zurück, ich grüble und weine und bin einfach niedergedrückt und glaube nicht mehr an mich selber. Ja, und was hilft? Einfach unterscheiden. Es gibt ja zwei Arten von Kritik. Das eine ist die destruktive Kritik und das andere eben die konstruktive. Destruktive Kritik ist Kritik, die die Absicht hat, jemanden zu beleidigen oder weh zu tun, einfach fertig zu machen. Sie möchte verletzen oder auch bloßstellen. Und sie fokussiert sich nicht auf die Sache, sondern auf die Person. Sie bietet keine Verbesserungsvorschläge an. Und sie ist vage und unbestimmt. Bei der konstruktiven Kritik, da ist es so, sie hat die Absicht zu helfen. Und sie hat die Absicht, jemand weiterzubringen, also zu unterstützen. Sie fokussiert sich auf eine Sache und nicht auf die Person. Sie bietet Verbesserungsvorschläge an und Tipps. Sie ist klar und bestimmt, detailliert und man kann es gut ausführen. Ja nun, was tun mit diesen Arten von Kritik? Gute Frage. Im ersten Fall, da denke ich, man muss für die Person beten, die diese Kritik übt. Denn es kann dieser Person nicht wirklich gut gehen, wer einen anderen nur niedermachen will durch die Kritik. Das ist zu bedauern. Und solche Kritik sollte man nicht so sehr ernst nehmen. Wobei man natürlich immer sich fragen kann, ist etwas Wahres an dem, was sie sagt. Ich kann ja immer was davon lernen. Im zweiten Fall aber, bei der konstruktiven Kritik, da sollte ich näher hinschauen.
Die Reaktionsmuster laufen bei beiden Arten von Kritik ähnlich ab. Also das ist normal, dass ich stutze, dass das weh tut. Aber ich kann mich da fragen, was ist an der Kritik denn wahr? Wo kann ich an mir arbeiten? Wo kann ich was lernen? Ja, und da kommt jetzt so ein Glaubensmoment dazu. Wenn ich als Christ davon überzeugt bin, dass Gott alles in meinem Leben so zum Besten lenkt, dann gebraucht er ja auch und gerade die Kritik, um mir zu helfen, also um mich auf was aufmerksam zu machen, was ich vielleicht verbessern könnte. Und noch mehr der Mensch zu werden, den er sich wünscht, den er träumt, als er mich geschaffen hat. Pater Kentenich, der erklärt mal bei einer pädagogischen Tagung, wie wir ja durch unsere unterschiedlichen Arten einander ergänzen und weiterhelfen können. Der sagt, also die Arten müssen sich ergänzen. Gott zeigt den Weg durch die Verbindung mit der Gegenart und Art und Gegenart müssen sich dann ergänzen. Damit kann dann das Beste in uns zum Vorschein kommen und zum Einsatz. Wir lernen ja immer dazu. Und manche Dinge, die merken wir selber irgendwie nicht. Die müssen uns wirklich gespiegelt werden. Das ist ja manchmal wie so ein blinden Fleck, den man hat. Sehr wahr. Und so entwickelt sich langsam die christliche Lebenskunst im Umgang mit den Mitmenschen. Wir sind ja nicht perfekt, sind nicht fertig, wenn wir auf die Welt kommen, sondern unser ganzes Leben ist ein Prozess. Und wir werden immer mehr zu der Person, die wir sein sollen. Es ist wirklich so ähnlich wie mit diesem Filzen hier. Ja. Am Anfang unseres Lebens sind wir so ähnlich wie diese Wolle. Und das Leben formt uns und tut nicht selten weh, aber das Ziel ist etwas überaus Positives. Es braucht die gesunde Balance, mich anzunehmen, wie ich bin, aber immer auch entwicklungsfähig zu bleiben. Und ganz wichtig ist, dass ich gefestigt bin in dem Bewusstsein, dass Gott mich liebt, unendlich liebt und wertschätzt. Und dann wirft mich nicht so schnell was aus der Bahn. Ein weiterer Schritt, der eigentlich ganz dringend dazugehört, ist eben die Art, wie wir Kritik an anderen und an uns selber üben. Dazu gäbe es echt noch ganz viel zu sagen. Deswegen werden wir in ein paar Wochen eine Fortsetzung zu diesem Thema machen. Bis dahin!